Die Hinrunde neigt sich dem Ende. Wir haben noch 2 Spiele und danach können wir erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen runterfahren und dann uns frische Kräfte für die Rückrunde holen. Mal gucken, heute gegen den VfB Stuttgart. Die sind 7., sind 4 Punkte hinter uns. Der Unterschied ist halt, dass wir oben stehen, ne? Dass das nicht ein Duell ist um den Klassenerhalt oder so oder irgendwie in unteren Tabellenregionen, sondern wir stehen wirklich oben. Wir haben eine sensationelle Hinrunde bislang gespielt. Wir sind seit dem 12. Oktober, also seit dem Heimspielsieg gegen die Bayern, sind wir ungeschlagen. Also im DFB-Pokal, ja klar, und in der Liga auch. Dann war zwischenzeitlich mal 3 Siege in Folge, glaube ich, geholt. Also es ist schon wirklich sehr, sehr sensationell, wie das hier alles mit der Hertha funktioniert. Und unser eigentliches Ziel war ja der Klassenerhalt. Ich glaube, den haben wir so gut wie sicher schon nach der Hinrunde. Und jetzt geht es eher darum, uns irgendwie oben mal festzusetzen und vielleicht in Richtung Europacup zu blicken. Das wäre natürlich das höchste der Gefühle. Aber warum nicht ein Aufsteiger direkt oder vielleicht sogar Meisterschaft? Je nachdem, wie der Kader halt zur Rückrunde aussieht. Also ich will natürlich auch ein bisschen noch investieren, wenn es irgendwie geht. Ich glaube, so viel Geld ist halt auch nicht mehr da. Da müsste man, glaube ich, jemanden verkaufen. Aber da bin ich jetzt nicht so scharf drauf, ehrlich gesagt. Erste Chance, Guirassy. Und für Jugendspieler, ich weiß nicht, ob da das Gehalt, ich glaube, da hat das Gehalt gefehlt. Ich glaube, wir hatten 1, 2 gute Leute. Oder war das in der Eintracht-Karriere? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn die Chance dann halt mal da ist, dann fehlt uns halt immer so ein bisschen Gehalt. Achtung, Forbes oben. Ja, der Laufweg war wieder richtig, aber es war leider abseits. Der scheint in den letzten Spielen so ein bisschen aufgetaut zu sein. Der hat ja mal 3 Tore gegen Augsburg gemacht. Das Spiel danach auch noch richtig gut gespielt. Ja, und so generell die Mannschaft, die wirkt sehr homogen, wirkt sehr gefestigt. Natürlich nicht 100%. Ich meine, du kannst nicht alles wegverteidigen. Ja, irgendwann hast du auch mal wieder Spiele dabei, wo du mal nicht so gut spielst. Aber die hatten wir bislang sehr, sehr selten in dieser Hinrunde. Und jetzt haben wir erstmal das Duell Vanuman. Vanuman vor allem. Gegen Forbes. Schöner Doppelpass. Na, jetzt muss jemand hinterlaufen. Dann ist er gegen 3 Mann alleine. Schneller spielen, aber so nicht. So kommen wir natürlich nicht an den Ball ran. Und die Stuttgarter kommen über Mio. Jetzt ist Brabeck hinten rausgerückt. Achtung. Und jetzt hat er. Auch sehr, sehr wichtig. Der war halt auch umsonst. Und jetzt Forbes. Genau, das sind die Laufwege. Leider schade, abseits. Aber genau das sind die Aktionen. Ballgewinn und dann hätte ich quasi direkt spielen sollen. Aber Olaru kriegt diese Bälle auch immer wieder hin. Klar, es ist abseits da. Diese halbautomatische Abseitslinie oder was es da sein soll. Aber genau das, und dann ist Forbes halt auch weg. Der ist halt wahnsinnig schnell, das ist unfassbar. Achtung, apropos schnell, Mio. Mit dem nächsten Schuss. Also es ist ein sehr, sehr munteres Spiel hier. Es geht um viel. Klar, die Stuttgarter, für die, glaube ich, wäre so ein Unentschieden schmerzhafter als für uns. Für mich geht es darum, 3 Mannschaften hinter mir zu lassen. Obwohl wir halt so weit oben stehen. Aber es kann ja in der Rückrunde ganz anders sein. Kann ja sein, dass wir total einbrechen. Was ich jetzt nicht glaube und auch nicht hoffe. Aber es könnte ja möglich sein, weißt du, lass mal 3, 4 Leute verletzt sein. Das muss auch mit dazu bedacht werden. Aber ich gehe jetzt mal nicht von dem Schlimmsten hier aus, weil es hat bislang auch richtig gut geklappt. Warum soll das denn ausgerechnet zur Rückrunde einbrechen, dieses Haus? Was wir uns hier Stück für Stück aufgebaut haben. Kempf, nee, kein Foul. Jetzt vielleicht mal über Nusa gegen Nunez. Nee, das wird auch nicht klappen. Ja, egal, dann spielen wir hinten rum. Vorne Guirassy, der Alleinunterhalter. Dann verschieben sie halt auch richtig gut, ne? So, mal über außen hier. Mal einen mitnehmen. Bradley, aber das dauert halt auch zu lange. Und dann ist Nusa hier gegen 2, 3 Mann alleine. Es ist schwer. Wenn wir durchkommen, dann eher über Forbes oben. Jetzt, genau. Jetzt aber wieder abseits, ne? Glaube ich. Ja. Er hat gewartet, ne? Ihr habt gesehen, er ist wieder zurückgegangen, aber dann habe ich wieder leider den richtigen Moment verpasst. Das Timing stimmt noch nicht so ganz. Da muss noch ein bisschen nachjustiert werden, aber ich hoffe, dass wir das vielleicht spätestens in Halbzeit 2 hinkriegen. Zur Not werde ich auf 4-2-3-1 umstellen. Das hat auch die letzten Spiele mal gut funktioniert. Und jetzt kommen die Stuttgarter. So, jetzt Ball gewinnen und jetzt die Chance. Und jetzt ist Forbes mal durch. Gegen Nunez, da kommt er vorbei. Genau, das sind doch seine Situationen. Jinma lässt sich ein bisschen fallen. Das war genau richtig. Und immerhin mal ein Abschluss. Oha. Dragowski, der hat jetzt so einen Bart. Krass. Das ist auch ein ganz, ganz großes Torhüter-Talent immer gewesen.
Aber dass der jetzt aussieht wie so ein Taliban, ey, ist auch heftig. Der war damals, hatte der, als der 17, 18 war, ich weiß gar nicht in welchem FIFA-Spiel, da war der mit einer der Torhüter mit dem höchsten Potenzial. Dragowski. Ich glaube, bei Florenz hat er auch mal gespielt zwischendurch oder spielt er immer noch in echt. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mich gerade ganz schön erschrocken, ey. Als ich den langen Bart da gesehen habe. Achtung, jetzt kommt Stuttgart. Über Wagnermann. Oh, da geht keiner ran. Olado kommt hin. Oh, kein Foul oben. Ich habe schon wieder gedacht, jetzt pfeift er, weil da schon wieder irgendwer gelegen hat. Aber auch unser Torhüter bislang rettet uns da bislang das Spiel. Den Rückstand. So, und jetzt nochmal die Chance vielleicht vor der Halbzeit. Ah, gibt es nochmal einen Freistoß. Obwohl der eigentlich nichts bringen wird. Das ist zu weit weg. Wir haben halt auch leider keinen Freistoßschützen. Würde mal sagen, ganz kommen so 30 Meter mal so eine Fackel absetzen. Olaro hat zwar 79 Schusskraft, aber ob das was nützt, naja, wir gucken mal. Ich versuche mal hier zwischendurch zu schießen. Mal gucken. Vielleicht landet er ja im Tor, auf der Latte, keine Ahnung wo. Olaro, ja, der wäre vorbeigegangen. Okay, aber es ist auch wieder 0-0 der besseren Sorte. Also es ist jetzt hier kein langweiliges Hin- und Hergeschiebe. Es geht halt für beide um viel. Warum jetzt da hinten die zweite Bundesliga steht und damit geworben wird, weiß ich nicht. Vielleicht ist das hier noch so drin, weil Hertha hat ja hier als Zweitligist begonnen, aber das wäre ein bisschen unlogisch irgendwie, wenn sie das Branding nicht mal umgestellt hätten. Also ihr seht, beide 3 Schüsse, ausgeglichene Ballbesitzquote. Das ist schon ein schönes Spiel hier, aber es fehlt dann leider die Tore. Aber ich möchte jetzt auch nicht umstellen, weil ich finde, die Formation, die ist eigentlich ganz gut heute. Da spielen wir relativ gut. Wir stehen hinten souverän, nicht sicher und auch nicht, ja, 100%, wenn wir da die Angriffe abwehren können von den Stuttgartern. Aber es ist gut. Und noch besser wäre natürlich, wenn wir jetzt irgendwie in Führung gehen. Olado hier von 3 Mann belagert. Jetzt war die Chance, Serda. Aber natürlich, wenn wir da mal durchkommen, wie immer, stehen die Verteidiger immer dazwischen und blocken jedes Mal ab. Oh, Barco, genau, auch mal die Grätsche dazwischen. Karasor geht und ein neuer Mann. Auf jeden Fall für den VfB. Kobelo. Auch noch nie gehört, ey. So, jetzt hat Mio ein bisschen zu viel Platz. Achtung, das sind halt wieder diese 50-50 Sachen hier. Gehst du rauf oder nicht? Wenn du drauf gehst, dann wird er wahrscheinlich noch einen Move machen und dann bist du weg. Und jetzt macht Nusa mal den Move gegen Mittelstädt. Der kommt nicht hinterher. Ah, abseits von Jinma. Schade, guter Laufweg. Aber auch da wieder. Wie gesagt, das Stichwort Timing in dieser Folge. Führig, okay, auf der Bank. Das bringt uns leider das ein oder andere Mal hier um eine richtig gute Chance. Wenn wir einfach mal 2 Sekunden früher spielen würden. Ja, Guirassy ist auch weitestgehend abgemeldet. Ich glaube, einen Schuss hat er gehabt aufs Tor, aber nicht viel mehr. So, jetzt nächste Chance. Olado wird da wieder von 2, 3 Mann zugestellt. Du kannst dich auch nicht bewegen. Oder die Drehung, bis er dann die Drehung macht. Hast du einfach keine Chance. Genau das müssen wir aber machen. Hier, Ballgewinn und jetzt. Wieder die Chance umzuschalten. Oh, aber das ist zu kompliziert. Das ist zu kompliziert, dieses Hochgespiele und dann in den Lauf. Hinter die Abwehr dann lupfen, das geht nicht. Das wird nicht funktionieren, aber wir stehen. Oh, defensiv ganz gut, sagte er. Machte diesen Fehler hier. Merlini. Da muss Bradley hinterher. Achtung. Auch wieder hier 50-50 Situation. Guirassy und Urbich. So, jetzt werde ich aber mal umstellen. Jetzt werde ich mal das 4-2-3-1 hier aktivieren. Werde aber dafür sehr dafür Busio und hier wie immer Uedraogo. Vorne Lasme. Nochmal ein bisschen kräftiger. Stämmiger Stürmer, groß und schnell. Und ich bin gespannt mit dem 4-2-3-1, ob das jetzt ein bisschen besser klappt. Ob ich mir damit vielleicht ein Eigentor schieße. Apropos, Achtung, Uedraogo muss schon ran. Und Serda, jawohl, Flugkopfball. Egal wie hier, die Bälle müssen geklärt werden, ganz klar. Aber aufgepasst, VfB bleibt dran. Führig allein gegen alle, Olado erstmal dazwischen. Achtung, die große Chance durch Silas. Bin ich der Meinung. Ja, Urbich beschwert sich da so ein bisschen. Aber das meine ich halt, ne? Du kannst nicht alles verteidigen.
Irgendwann kannst du nur noch hoffen und beten, dass sie vorbeischießen oder dass wir einen guten Keeper hinten drin haben. Und den haben wir heute. Heute hält er auch mal wirklich ein paar mehr Bälle. Oh, das darf zum Beispiel auch nicht sein. Silas, Vorsicht. Wir stehen eigentlich gut, wir stehen eigentlich sicher. Die Stuttgarter, die dürfen da gar nicht durchkommen. Die dürfen da überhaupt nicht durchkommen, aber sie kombinieren sich jetzt so lange durch, bis sie die Lücke haben und dann wird's knallen oder auch nicht. Wir laden sie natürlich dazu ein. Oh, das ist kein Abseits. Führig, Girassi. Aber Bradley ist dazwischen. Jetzt kommen die Stuttgarter. Die sind ein bisschen besser als wir, aber wir machen mal einen langen Hafer hier auf Lasme. Oh, Keeper kommt. Also jetzt sind wir ganz schön am Schwimmen hinten. Die Stuttgarter schalten in den 7. Gang. Ja, das 4-2-3-1, das hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht, ehrlich gesagt, bislang. Stehen dann zwar ein bisschen kompakter. Aber es fehlt so ein bisschen der Zugriff. Der war vorher mehr da mit dem 4-3-3. Guck mal, das ist zum Beispiel zu einfach. Silas. Jetzt wird es gleich fein. Ich habe so ein blödes Gefühl. Irgendwie wird gleich was passieren. Ich weiß noch nicht was, ich weiß noch nicht wann, aber ich glaube, es geht nicht mal lange gut. Ich stelle wieder zurück aus 4-3-3. Hat da nicht so gut funktioniert heute. Und bislang sind wir so ein bisschen abgemeldet in der zweiten Halbzeit. Aber ich nehme auch dann gerne das Remis mit. Wie gesagt, ich glaube, dass das den Stuttgartern mehr wehtun würde, hier Remis zu spielen, als uns. Aber vielleicht gelingt uns ja auch. Last-Minute-Ding. Das hat ja Lasme in den letzten Spielen oder gegen Bochum unter anderem mal gemacht. Ich glaube, gegen Leipzig hat er doch auch in letzter Sekunde getroffen. Und jetzt die Chance. Ball gewinnen und schnell umschalten. Bisschen Platz für Nusa. Lasme in der Mitte. Muss sich mal positionieren. Dann kriegt er den Ball. Lasme spitzer Winkel. Auch da schießt er wieder nicht. Ach, dann wollen sie ihn erst... Ah, nee, mach doch einfach mal was. Irgendwie Hacke, keine Ahnung. Ach, sich in der Luft drehen und dann nochmal den Ball versuchen reinzumachen. Aber irgendwie was machen. Nicht einfach nur blöd rumstehen. Aber nochmal jetzt. Letzte Aufbäumen vielleicht. Nachspielzeit läuft gleich. Geklärt. Irgendwo werden wir nochmal eine Chance kriegen. Jetzt vielleicht Oladu. Nochmal nach außen. Serda. So, und jetzt, wo ist Lasme? Wir brauchen ihn. Oder hinten Forbes mit dem Kopf. Aber daraus wird nichts. Aber nochmal ein Eckball. Ist die letzte Aktion jetzt. Also, Remis haben wir sicher. Jetzt gehen wir auf Sieg. Jetzt brauchen wir unseren besten Schützen und unseren besten Kopfballspezialisten. Da Lasme, der steht da schon bereit. Oder Serda. Keine Ahnung, wer es macht. Kämpf und Lasme, aber so doch nicht. Vielleicht kriegen wir noch den Rebound. Ultraogo, aber natürlich auch der geblockt. Schade. Ich habe gedacht, zum Schluss können wir nochmal in letzter Sekunde hier was machen. Aber ich glaube, unter dem Strich ist das 0-0 verdient. Die Stuttgarter, die haben ganz schön gedrückt in der zweiten Halbzeit. Wir hatten 2-3 Mal Urbich hinten, der uns das Ding gerettet hat. Und von daher glaube ich, ist das ein 0-0, mit dem wir auf jeden Fall besser leben können als der VfB Stuttgart. Oh, heute haben wir alle zur gleichen Zeit gespielt oder was? Am 21. Dezember. Ist natürlich auch ein Hammer. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein Spiel. Wir haben nämlich noch eine englische Woche. Jetzt ist der 25. Dezember. Ja, der deutsche Boxing Day, ne? Also, ist jetzt hier auch wohl in-game angekommen. Das dauert auch nicht immer lange. Da wird es in der Bundesliga auch soweit sein. Wird irgendwann aufgestockt auf 20 Mannschaften. Dann haben wir auch wahrscheinlich so eine Art Boxing Day. Deine Fitness ist sehr wichtig. Ja, tja, wir werden es nie erfahren, oder? 2 Zähler verschenkt. Guck mal, mit der Einstellung, wenn mir irgendein Spieler so eine Nachricht schicken würde, den würde ich einmal ins Büro zitieren. Weißt du, einmal eine Ermahnung geben und beim nächsten Mal, wenn er keine Leistung bringt, nur weil ich ihn jetzt ausgewechselt habe, ist der doof eigentlich? Ja, mit Busio hätten wir bestimmt gewonnen, auf jeden Fall. Mit Busio wären wir schon gefühlt deutscher Meister. Was für ein Quatsch, ey. So, also gucken wir mal auf die Tabelle nach 15 bzw. 16 Spielen. Die eine Hälfte hat schon gespielt. Natürlich am 24. Dezember. Warum denn auch nicht? Die Frage ist, warum am... Ach so, nee, Quatsch. War ja noch ein paar Tage Pause. Also Wolfsburg gewinnt gegen Leverkusen. Ist schon mal gut für uns. Das heißt, wir könnten bei entsprechendem Sieg noch auf Platz 3 springen. Dortmund gewinnt. Die sind Herbstmeister, Wintermeister, je nachdem, wie ihr wollt. Und die Bayern sind nur Fünfter. Bislang 7 Punkte Rückstand. Die spielen auch nicht so eine stabile Hinrunde bislang. Dann Leipzig 9. Wolfsburg, wie sieht es unten aus? Schalke, Bremen. Okay, die spielen aber noch. Also die haben noch die Chance, hier aufzustocken auf 15 respektive 11 Punkte. Aber es wird noch spannend. Egal, oben und unten. Und wir haben bislang viele Tore geschossen. Ja, 15 Tore, das sind mit die wenigsten, glaube ich. Neben Gladbach, ja, haben wir die zweitwenigsten Gegentore. Von daher, ich bin zufrieden.
bin voll zufrieden mit dieser Hinrunde oder mit dieser Saison bislang. Ja, und viel Geld haben wir nicht mehr, 19.000. Ich glaube, wir hatten hier 2 richtig gute Talente. Die konnte ich mir aber nicht holen, weil wir kein Geld hatten. Naja, also wir spielen nochmal gegen Freiburg und dann ist auch schon das Jahr vorbei. Dann haben wir ein bisschen Pause. Dann gegen Hoffenheim und gegen Hannover geht es dann wieder los mit der Rückrunde. Ja, Hoffenheim ist das letzte Hinrundenspiel, dann Hannover, Stuttgart im Pokal auswärts. Hatten wir schon, ne? Genau, das wird auch mal eine schwere Aufgabe. Aber ich freue mich und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich hoffe, euch gefällt die Karriere. Wenn ja, zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Oder auch gerne ein kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Teilt meine Videos gerne mit euren Freunden. Das würde mir natürlich auch helfen. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.